herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Channel. Raftermann zeigt euch, wie man richtig düngt. Hier hinten seht ihr mein Line-Up für dieses Jahr, wie ich meinen Rasen verwöhnen möchte. Ich erkläre euch in diesem Video ganz kurz und knapp, welchen Dünger ihr wann ausbringt, wie oft ihr düngt, was die NPK-Formel ist und vor allem, wie euer Rasen richtig schön fett grün wird. Die Dünger, die ich euch vorstellen möchte, das sind verschiedene Dünger, das ist nicht alles dasselbe, seht ihr ja auch schon, ne? Unterschiedliche Verpackung. Aber prinzipiell, es gibt zwei verschiedene Arten von Düngern. Es sind einmal die mineralischen Dünger und einmal die organischen Dünger. Die mineralischen Dünger, die haben ein paar Vorteile, aber die organischen Dünger haben auch Vorteile. Zum Beispiel ist es das so, dass die mineralischen Dünger, die wirken extrem schnell, die sind relativ gut dosierbar, dadurch, dass sie eben so schnell wirken. Dann kann man ganz genau sagen, alles klar, habe keine Wirkung gesehen, ich erhöhe die Dosis oder habe mir den Rasen komplett kaputt gemacht, habe ihn verbrannt, ich sollte vielleicht ein bisschen weniger nehmen. Bei diesen mineralischen unheimlich viele Variationen von verschiedenen Düngern. Es gibt Frühdünger, Spätdünger, Starterdünger, Herbstdünger, Winterdünger, keine Ahnung was alles Dünger. Es gibt Dünger für wirklich alles. Seid ihr mit denen auch auf jeden Fall gut aufgestellt. Man muss aber klar dazu sagen, das sind künstliche Dünger. Das ist nicht so unbedingt das Biologische. Wenn ihr dann eher so in diese Richtung gehen wollt, dann müsst ihr zu den organischen Düngern. Die haben auch Vorteile, aber auch Nachteile. Ein kleiner Nachteil ist, die wirken sehr, sehr langsam, aber dafür dann als Vorteil, die wirken sehr, sehr lange. Die könnt ihr verwenden, wenn ihr zum Beispiel einen sehr ausgelaugten Boden wieder aufbereiten möchtet. Die NPK-Formel, sehr wichtig, daran erkennt ihr den Dünger und für was ihr den Dünger verwenden könnt. Die NPK-Formel sagt euch, in welchem Verhältnis Stickstoff, Phosphor und Kalium in dem Dünger enthalten ist. Am Beispiel von dem TerraDomi kann ich euch das mal zeigen. Hier die NPK-Formel für diesen Dünger. Ihr seht 15, 15, 15, das bedeutet NPK, 15% Gesamtstickstoff, 15% Gesamtphosphor und 15% Gesamt Kalium. Hier noch ein Plus mit 11 für den Schwefel, also NPK, Profildünger. Das ist ein sogenannter Allesdünger, da er alle drei Teile, die ihr beachten müsst, gleichwertig berücksichtigt. Die sind zu gleichen Teilen in diesem Dünger enthalten. Es gibt dann auch noch andere Dünger, wie zum Beispiel hier dieser Herbstdünger. Der hat eine NPK-Formel, die sieht anders aus. Wo haben wir sie hier drauf? Und da haben wir zum Beispiel 6, 5, 10. Das bedeutet, hier ist am meisten Kalium mit drin. So, und was machen jetzt diese Inhaltsstoffe? Das Nitrogen, also der Stickstoff, der ist verantwortlich für die Chlorophyllbildung. Die Chlorophyllbildung in der Pflanze sorgt schlussendlich für die Photosynthese und erzeugt dann auch den Zucker im Blatt. Der Zucker, der stärkt dann die Pflanze und gibt der Pflanze die Energie, die sie überhaupt zum Leben braucht. Also das heißt, eines der allerwichtigsten Sachen, auf jeden Fall die Stickstoffdüngung vor allem anderen. Wenn ihr keinen Stickstoff im Boden habt, habt ihr keine grünen Blätter. Dann als nächstes der Phosphor. Phosphor wird benötigt, um in der Pflanze die DNA zu bilden. Das heißt, für das Zellwachstum, für die Zellwände und für die Zellstärkung ist das Phosphor verantwortlich. Und zu guter Letzt das Kalium. Kalium ist verantwortlich für die Nährstoffaufnahme der Pflanze, das heißt über die Wurzeln. Das bedeutet, Kalium wichtig für die Wurzeln und vor allem Kalium macht die Pflanze winterfest. Das Kalium wird in den Wasserreservoirs der Zelle der Pflanze angesammelt und wenn Mineralien in der wässrigen Lösung sind, senkt das den Gefrierpunkt dieser wässrigen Lösung. Das bedeutet, ist Kalium im Wasserdepot der Zelle angereichert, hat diese einen niedrigeren Gefrierpunkt, sprich, der Rasen erfriert euch nicht im Winter, macht ihn also auch winterhart. Bei einer Nachsaat, Neuansaat, da müsst ihr natürlich schauen, die Pflanze ist jetzt gerade am Entstehen. Die bildet unheimlich viele neue Zellen. Der Keimling legt so richtig los. Was braucht der? Der braucht was für seine Zellen. Also braucht der einen Dünger mit viel Phosphor. Und genau das ist auch in den ganzen Starterdüngern drin. Ich habe jetzt hier zwar keinen Starterdünger
direkt, weil ich, wenn ich Rasen aussähe mit einem Allgemeindünger, also mit so einem Generaldünger dünge, der ein gleiches Verhältnis von allem hat, aber es gibt spezielle Starterdünger, die ganz besonders viel Phosphor haben. Das regelmäßige Düngen ist auch sehr, sehr wichtig. Wenn ihr mit mineralischen Düngern düngt, braucht ihr immer wieder mal so einen Push für euren Rasen. Ganz besonders auch, wenn ihr die Clippings, also den Rasenschnitt, sammelt, also im Fangkorb, dann nehmt ihr unheimlich viele Nährstoffe aus der Fläche raus und die müsst ihr wieder einbringen. Somit alle 2 bis 3 Wochen die empfohlene Menge auf den Beuteln für eure Quadratmeter Fläche ausbringen. Hierbei ganz wichtig, da muss ganz viel Stickstoff mit drin sein, damit das neue Blatt wieder richtig wachsen kann und schön grün aussieht. Dann hätten wir natürlich noch das Düngen zur Vorbereitung für die Winterruhe für den Rasen. Irgendwann stellt der Rasen sein Wachstum ein. Es gibt bestimmte Temperaturen, die der dann erreicht. Wenn der Boden die erreicht und die Luft, dann hört der Rasen einfach auf und geht in die Winterruhe, nimmt nicht mehr so viel Nährstoffe auf. Aber bis dahin müsst ihr die Sachen, was der Rasen braucht, schon in der Zelle drin haben. Das heißt, in dem Zeitpunkt muss das Wasserreservoir in der Zelle schon schön mit Kalium angefüllt sein, muss richtig angereichert sein. Dann kommt euer Rasen richtig gut durch den Winter und vor allem, ihr werdet es sehen, auch der Start in der nächsten Saison geht unheimlich viel besser und auch schneller. Der Standard ist natürlich nicht alles. Es gibt dann auch noch die Abweichung vom Standard, die Spezialfälle. Wenn ihr zum Beispiel eine unheimlich vermooste Fläche habt, dann könnt ihr da mal mit Eisendünger düngen. Ich habe hier sowas. Bei meinem habe ich jetzt dann auch schon draufgeschrieben, wie viel Kilogramm pro Quadratmeter ich dann da immer beimische zu meinen normalen Düngen. Das Moos mag das Eisen im Boden überhaupt nicht. Ihr werdet sehen, das funktioniert unheimlich schnell, dass ihr das Moos verdrängt habt und dort wieder Rasen wächst. Als nächstes natürlich auch eine Kombination Rasendünger und Unkrautvernichter. Kann man auch immer wieder mal machen. Ich hau das ab und zu immer mal wieder rein, gerade gegen Löwenzahn und manch andere Sachen. Vogelmiere jetzt nicht so unbedingt, aber es gibt spezielle Kräuter, die damit wirklich richtig weggehen. Gerade eben halt auch der Löwenzahn. Und das hier hinten, das ist kein Dünger, das ist eine Huminsäure und die sorgt dafür, dass der Boden die Nährstoffe besser abgibt und der Rasen die Nährstoffe schneller aufnimmt. Also das ist mehr oder weniger ein Vermittler zwischen Nährstoff und Pflanze. Wie bringt man jetzt am besten so einen Granulatdünger aus? Selbstverständlich mit einem Streugerät. Macht es nicht mit der Hand, das wird leider zu ungenau. Außer ihr seid totale Profis und traut euch das absolut zu, das absolut gleichmäßig zu machen. Aber meine Erfahrung sagt, macht es mit einem Streugerät, entweder mit einem Schleuderstreuwagen oder mit so einem Akku-Handschleuderstreuer. Ich habe so ein Gerät, denn wie ihr seht, habe ich hier eine 70 Quadratmeter große Fläche und hier eine 55 Quadratmeter große Fläche. Das sind die Flächen, die ich pflege. Meine anderen Flächen sind eher Wiesen und halt da oben der Gemüsehang, sage ich mal, oder der Krauthang. Den werde ich vielleicht auch irgendwann mal noch mit anlegen, aber einfach im Moment sind mir zu viele Steine drin. Muss ich erst irgendwie ein bisschen loswerden. Sowieso ein ganzes Thema hier bei uns. Alles voll mit Steinen, alles voll mit Kalk. Ja, ist halt so, wenn man im Weinanbaugebiet lebt. Ich hoffe, ich konnte einige Fragezeichen bei euch im Kopf, was sich um das Thema Rasendüngen gedreht haben. Ich hoffe, ich konnte die vernichten, aus der Welt verbannen. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema habt, schreibt mir es in die Kommentare. Lasst mir ein Abo und einen Daumen da, empfehlt mich euren Freunden und helft mir, meinen Kanal wachsen zu lassen. Vielen Dank, bis bald, euer Rafter. Ciao.